Hallo und willkommen. Heute ist Tag 18 im February und das heutige Thema ist Deity. Götter gibt es in jeder Religion unserer Welt und sie sind vor allem das, was die Religion ausmacht und unterscheidet. Viele Religionen der Vergangenheit, aber auch einige, die es heute immer noch gibt, sind polytheistisch. Das heißt, dass es mehrere Götter in den Religionen gibt. Und ich will euch gleich vorwarnen, jetzt wird gebabbelt. Zum polytheistischen Glauben im Altertum zählen unter anderem die griechischen Götter mit Zeus, Hades, Athene und Aphrodite. Ich denke, jeder kennt zumindest ein paar griechische Götter und Geschichten dazu. Die Götter- und Heldensagen wurden schon für so viele Franchises genutzt. Für Bücher wie die Percy Jackson-Reihe, Filme wie zum Beispiel Disneys Herkules oder auch Spiele wie das momentan sehr beliebte Hades. Und mal ehrlich, wer nimmt es ihnen übel? Aus Mythologie kann man sich so einfach seine Lieblingsstories rauspicken und für sein Vorhaben umwursten. Und auch wenn ich bestimmte Sagen schon 1000-mal nur in anderen Klamotten gesehen und gehört habe, ich krieg nie genug davon. Dann gibt's da noch die ägyptischen Götter mit Anubis, Bastet, Ra und Osiris. Müssten auch ein bisschen bekannt sein, denke ich. Manch einer könnte sagen, dass die alten Ägypter mit die ersten Furries waren, weil soweit ich weiß, alle Götter aus ihrer Mythologie Tierköpfe haben. I don't judge. Aber alles in allem ist die ägyptische Mythologie mega interessant und generell die Riten und das unglaubliche Wissen, das es damals schon gab, Rest in Peace Bibliothek von Alexandria, fasziniert und verblüfft mich immer wieder. Leider wird die Mythologie, die Götter und alles drumherum oft nur für das Horrorgenre genutzt. Pyramiden sind mysteriös, ja, aber vor allem eine Grabstätte und nicht unbedingt gruselig. Und das kommt von einer, die den größten Teil ihres Lebens Angst vor unseren Friedhöfen hatte. Anyway, römische Götter gibt's auch noch. Venus, Mars, Jupiter und Saturn zum Beispiel. Zuerst dachte ich, dass die Römer sehr kreativ waren und aus den Planeten unseres Sonnensystems einfach Human Versions machten. Denn welcher Tumblr-Künstler kennt's nicht? Gebt uns ein Thema und wir machen Human Versions draus. Aber andersrum wird ein Schuh draus. Zuerst gab's die Götter und danach wurden die Planeten benannt. Cool, oder? Stellt euch mal vor, ihr macht OCs und habt so viel Selbstbewusstsein, dass ihr Planeten nach ihnen benennt. I wish that were me. Gut, ich meine, ich habe 2 OCs, die Verkörperung von Galaxien sind, aber das hebe ich mir mal für ein anderes Video auf. Außerdem waren die Römer ziemlich chill, wenn es um andere polytheistische Religionen ging. Die Götter von anderen Religionen haben sie einfach mal schnell übernommen. #Inclusion. Ich könnte jetzt noch mehr aufzählen, aber ich glaube, ihr wisst mittlerweile, was ich meine. Die Göttin, die ich dargestellt habe, gehört zu keiner bestimmten Religion. Aber in jeder gibt es die eine Göttin der Schönheit und Fruchtbarkeit. Ich denke, das ist sie hier auch. Sie steht halb zugewachsen in einer Felsnische. Ihre Religion ist wahrscheinlich schon lange ausgestorben, aber diese Statue von ihr erinnert noch vage an sie und ihre Bedeutung. Vielleicht kommen einmal Archäologen vorbei und finden sie. Ich hoffe, euch hat mein kleines Gebabbel über Gottheiten heute unterhalten. Wie gesagt, gibt es noch viel mehr zu erzählen. Vielleicht mache ich mal eine Videoreihe über bestimmte Götter. Wenn ihr irgendeinen Wunschgott habt, über den ich ein bisschen was erzählen soll, sagt einfach Bescheid. Das gleiche gilt natürlich auch für Mythen, Sagen, Märchen, alles Mögliche, was euch in den Sinn kommt. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Morgen laber ich nicht so viel, versprochen. Da ist das Thema Mimik. Bis dann. Tschüss.